Mal besser, wenn du nicht mehr ins Gericht kommst. Ich hab dich trotzdem lieb. Außerdem hätte ich euch die ganze Wahrheit sagen sollen. Aber ich war so durcheinander. Wie sehen denn deine Pläne für die nächste Zeit aus? Die unbezwingbare, eiskalte Tante leidet unter Liebeskummer. Und das alles wegen mir. Eifersüchtig. Du hast Humor. Ja, im Gegensatz zu dir, wie es scheint. Glaubst du, so beeindruckst du deinen Vater? Was glaubst du, sagt er zu der kleinen Nummer mit der Kellnerin, hm? Auf die Art kommst du jedenfalls nicht zurück in die Holding. Auf die Art bleibst du jedenfalls nicht lange die Frau an meiner Seite. Ich frage mich, ob ich das überhaupt noch will. Dann geh doch. Aber falls du bleiben möchtest, dann krieg dich endlich wieder in den Griff. Ich kann nämlich keine eifersüchtige Klette an meiner Seite gebrauchen, Tanja. Gehst du morgen zur Verhandlung? Na klar, Ich würde ja auch gern bei Dad sein, aber das geht ja nicht. ich weiß. Aber du hältst dich trotzdem sehr tapfer. Aber was soll ich machen? Noch mehr schlechte Presse kann Dad echt nicht gebrauchen. Die Medien werden nicht mehr über ihn herfallen. Dafür hat Lars gesorgt. Hoffentlich folgen die morgen bei der Beweisaufnahme auch seinen Argumenten. Ich rufe dich während den Verhandlungspausen an. Dann weißt du immer Bescheid, ja? Danke, Carla, das ist lieb. Carla, ich habe echt Angst um Dad. Das brauchst du nicht. Er ist unschuldig. Lars ist ein guter Anwalt. Er wird alles für ihn tun. Mach dir nicht so viele Sorgen. Das wird schon wieder. Elisabeth? Ja, was gibt's denn? Sind wir schon wieder pleite? Nein. Ich habe die Anlage ins Kinderzimmer gestellt. Und warum haben wir keine neue? Ach, Arno, es geht doch nur um die Gäste. Oder willst du, dass Lisa und Paul ihre Musik hier unten hören? Na, das ist doch sowieso egal. Eminem geht durch alle Wände. Ja, hast du was gegen Hip-Hop? Das ist Rap. Schau mal. Habe ich im Keller gefunden. Ach, Susanne. Guten Morgen, Bernd. Wohl kaum, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Jetzt mach dich nicht verrückt. Ich erkläre dir erstmal, was heute auf uns zukommt. Danke. Gleich wird die Beweisaufnahme abgeschlossen. Und dann sind wir am Zug. Am Zug. Wie wär's denn mit Schachmatt? Wir haben immer noch die Chance auf ein Remis. Der Staatsanwalt konnte nur Indizien aufweisen. Genau. Du musst diesem Richter klar machen, dass mir diese sogenannten Indizien untergeschoben wurden. Ach Quatsch, das wird nicht funktionieren. Wieso denn? Glaubst du mir etwa nicht? Ich glaub dir jedes Wort, aber wichtig ist, dass der Richter dir glaubt. Ja, aber... Ich muss mir jedes Indiz einzeln vornehmen und die Aussagekraft in Frage stellen. Okay. Was soll ich machen? Du machst am besten gar nichts. Beherrsch dich einfach nur, den Rest übernehme ich, okay? Okay. Also, auf in den Kampf. Dann los. Du musst mich hier rausholen. Ich bin kein Mörder. Ja? Ja. Vielen Dank für das Angebot, aber ich habe festgestellt, dass ich Ihre Dienste doch nicht benötigen werde. Ja, ich bin mir ganz sicher. Ja, vielen Dank. Geschäfte vor dem Frühstück? Wie unfein. Eigentlich wollte ich Beidenbach den Todesstoß versetzen. Aber du brauchst meine Hilfe ja nicht. Was soll das denn heißen? Ich hatte mir überlegt, wie man ihn mit Sicherheit rankriegt. Aber ich habe es rückgängig gemacht.
Selbst wenn er freigesprochen wird, heißt das ja noch lange nicht, dass du wieder in das Visier der Fahnder gerätst. Unsinn. Er wird verurteilt. Bist du dir sicher? So. Jetzt können wir unsere Anlage wieder runterholen. Warum begrüßt du mich nie so? Tja, das muss man sich verdienen. Ja, komm. Ich mach das schon. Oh Gott. Was soll das? Glaubst du, ich schaff's nicht mehr auf eine Leiter? Wann kommt die Bande eigentlich an? Weiß nicht, sowas gegen 14 Uhr. Oh Gott, da ruf ich lieber noch mal beim Flughafen an. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne die Flugauskunft. Ja, ach ja, stellen Sie mich durch, bitte. Ja, Brandner hier. Ich wüsste gerne, wann... Oh, Warteschleife. Mist! Oh, das schöne Plakat. Oh, Arno, ist dir was passiert? Ach, nicht die Rede wert. Oh, verdammt. Oh Gott. Der Angeklagte hatte also nicht nur nachweislich einen Termin mit dem Opfer. Er hat sich zudem akribisch auf die Tat vorbereitet. Und als er gemerkt hat, dass man ihm auf der Spur war, wollte er sich absetzen. Nur hat man ihn erwischt. Mit der Geldtasche des Opfers, an der sich Spuren des Schlangengifts befanden. Muss ich noch mehr sagen? Dieser Mann ist zweifelsfrei der Täter. Herr Vorsitzender, ich werde mich gleich im Einzelnen den Beweisen widmen, die mein geschätzter Kollege vorgetragen hat. Aber lassen Sie mich etwas vorwegnehmen. Ein anerkannter Gutachter hat, und ich betone, im Auftrag der Staatsanwaltschaft, meinem Mandanten einem Test unterzogen, der belegen wird, dass der Angeklagte überdurchschnittlich intelligent ist. Aber all diese Indizien zeugen von Dummheit. Von unglaublicher Dummheit. Herr Vorsitzender, würde ein intelligenter Mann ein derart belastendes Buch in seinem Besitz behalten, nach der Tat? Doch wohl eher nicht. Aber es wird noch paradoxer. Wenn man einen Mord plant, dann vergisst man doch den anvisierten Termin nicht, oder? Warum also hätte der Angeklagte den Mordzeitpunkt in seinen Timer eintragen sollen? Nein, Herr Vorsitzender, so etwas tut ein intelligenter Mensch nicht. Und mein Mandant ist, wie gesagt, sehr intelligent und vor allem sehr, sehr unschuldig. Ja, und das wäre dann noch der Vertrag mit den Bodegas Ruiz. Ah ja. Wann triffst du dich mit ihm heute noch? Nein, irgendwann in den nächsten Tagen. Ich habe heute noch ein paar Termine. Du gehst auch zum Prozess? Also auf das Schauspiel, wie unser Schwager versucht, seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen, kann ich gern verzichten. Solange nicht wieder Zweifel an deiner Unschuld aufkommen? Also bitte, Vater, ich... Schon gut. Hauptsache, dieser Verdacht gegen dich ist endlich aus der Welt. Du hast schon so genug angerichtet. Das Plakat ist völlig zerstört. Blöde Leiter. Ja, vielleicht kann ich ja noch was retten. Bis später. Ja, war vorsichtig. Oh Gott, wenn Männer krank sind. Naja. Huch. Oh, immer noch die Warteschleife. Sag mal, Tanja, was wolltest du eigentlich gegen Bernd unternehmen? Ist da etwa jemand nervös geworden? Es geht mich ja nichts an. Ich sollte mich ja raushalten. Oder brauchst du doch meine Hilfe? Also gut. Ich war unfair und es tut mir leid. Du kannst ja deine Entschuldigung sparen. Was wirst du denn stattdessen? Respekt. Wage es nie wieder, mich so zu behandeln. Hast du verstanden? Na schön. Ich werde dich also in Zukunft mit dem gebührenden Respekt behandeln. Zufrieden?
Geht doch. Na, hoffentlich ist es jetzt nicht zu spät. Geht keiner dran? Hallo Elisabeth, darf ich dir Lisa und Paul vorstellen? Ja, was macht... Ja, hallo, was macht ihr denn schon hier? Arno wollte euch doch abholen. Am Flughafen war er jedenfalls nicht und bei euch war dauernd besetzt, haben wir einen Bus genommen. Oh Gott, ja, Arno hat den Zettel verbunden. Naja, es ist egal. Papa, ne? Das mache ich schon, Frau Brandner. Oh, das ist aber nett von dir, danke. Aber du kannst mich ruhig duzen. Ich bin Elisabeth. Wir sind ja jetzt quasi eine Familie. Ne? Sí, pero solo uno de nosotros está bienvenido. Habe ich was falsch gemacht? Naja, da steht willkommen Susanne, Lisa oder Paul. Oh Gott. Hauptsache, ihr wisst, dass ihr herzlich willkommen seid. Ja, kommt rein, kommt. Herr Vorsitzender, ich möchte im Zuge der Beweisaufnahme eine weitere Zeugin befragen. Bitte? Die Anklage ruft Frau Caroline Bodenbach in den Zeugenstand. Wer ist das denn? Meine Sekretärin. Frau Bodenbach, das Gericht kann gegebenenfalls Ihre Vereidigung verfügen. Aber ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass auch eine uneidliche Falschaussage strafbar ist. Herr Oberstaatsanwalt. Frau Bodenbach, in welcher Beziehung stehen Sie zu dem Angeklagten? Ich bin seit 15 Jahren Sekretärin im Hause Lahnstein. Bei Herrn von Ballenbachs, bei Herrn von Ballenbach-Lahnsteins Eintritt in die Holding wurde ich ihm zugewiesen. Und als Sekretärin des Angeklagten haben Sie doch sicher seine geschäftlichen Termine koordiniert. Dann können Sie mir bestimmt sagen, ob Bernd von Ballenbach-Lahnstein zum Tatzeitpunkt einen Termin mit Donald Rush hatte. Herr von Ballenbach-Lahnstein hat mir nichts von einem solchen Termin erzählt. Allerdings hat Herr von Ballenbach-Lahnstein immer wieder private Termine wahrgenommen, von denen er mir nichts gesagt hat. Und ich erinnere mich sehr genau, dass er mich ausdrücklich darum gebeten hat, an dem betreffenden Tag auf keinen Fall Termine zu machen. Frau Bodenbach, eine Frage, die sicher auch meinen verehrten Kollegen interessiert. Warum haben Sie diese Aussage nicht schon früher gemacht? Bernd von Ballenbach-Lahnstein hat verlangt, dass ich schweige. Ja, aber das ist doch nicht wahr, Frau Bodenbach! Bitte. Na, gibt's denn schon Neuigkeiten von Daddy? Lars wird schon beweisen, dass er unschuldig ist. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? Mein Vater wird freigesprochen. Das hoffen wir natürlich alle. Aber manchmal gibt es böse Überraschungen vor Gericht. Bitte fahren Sie fort. Sie behaupten also, der Angeklagte habe Sie unter Druck gesetzt. Er hat gedroht, dass ich gefeuert werde. Aber nach seiner Verhaftung hätte Ihnen doch klar sein müssen, dass der Angeklagte Ihnen nicht mehr schaden kann. Ich wollte den Lahnsteins nicht schaden. Aber er gehört einfach nicht in diese Familie. Da siehst du mal, was unsere treuen Angestellten von deinem Gatten halten. Sie können also nichts über den Verbleib des Angeklagten am Morgen der Tat sagen. Doch, er hat Donald Rush getroffen. Du fliegst raus, wenn du nicht ruhig bist. Und woher wissen Sie das? Mr. Rush hat mich angerufen und gefragt, ob Herr von Ballenbach-Lahnstein bereits unterwegs sei. Ich wollte Herrn von Ballenbach-Lahnstein anrufen, aber dann sagte Mr. Rush, das sei nicht mehr nötig. Da ist er ja endlich, hat er noch gesagt und aufgelegt. Ja, aber das ist doch alles erstunken und erlogen! In der Aufregung habe ich ganz vergessen, Arno Bescheid zu sagen. Der arme Papa, der wartet bestimmt immer noch am Flughafen. Ja. Na nu, das ist doch Arnos Handy. Ach. Hätte nicht gedacht, dass Sie so nah am Flughafen wohnen. Wo habt ihr denn in Argentinien gewohnt? Was heißt habt? Wir wohnen an einem Hügel, von dem man aus das Meer sehen kann. Ihr spricht ja beide perfekt Deutsch. Danke, aber vielleicht sollte man fairerweise sagen, dass wir in Buenos Aires auf eine Deutschschule gegangen sind. Hier in Deutschland kann ich noch mehr lernen und wir werden starten, wenn ich wieder zurück bin.
Naja, also mit dem Zurück Wir wollen uns wirklich alles ansehen. Bisher kennen wir Deutschland ja nur aus Büchern. Ist eigentlich weit bis zum Rhein? Ach was, nein, mit der Straßenbahn nur 10 Minuten. Du siehst ja schlimm aus. Dann weißt du es also schon. Was? Was weiß ich schon? Eine Zeugin konnte bestätigen, dass dein Vater zur Tatzeit am Tatort war. Ich fürchte, das war's dann wohl für Daddy. Lisas Zimmer ist ja noch nicht ganz fertig, aber Jana ist erst vor kurzem ausgezogen und da sind wir noch nicht dazu gekommen, es zu renovieren. Aber das ist doch auch nicht nötig für die kurze Zeit. Lisa, guck mal. Hey, das bin ja ich. Vor 100 Jahren. Du warst ja mal richtig pummelig. Na, hör mal. Bevor es noch peinlicher wird, packen wir lieber mal aus. Habe ich das richtig gehört? Ihr wollt doch nicht für immer bleiben? Ich glaube, ich muss dir was erklären. Das wäre eine gute Idee. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, Lisa zu sagen, dass wir auf Dauer hier bleiben. Aber Paul weiß Bescheid. Er hat die One-Way-Tickets gesehen, da habe ich ihn eingeweiht. Paul versteht es. Aber Lisa, es war alles so hektisch. Wann willst du es ihr sagen? Bald. Aber ich muss es ihr schonend beibringen. Und bis dahin sag ihr bitte nichts. Na, wie war's? Du hast der Zeugin heute Morgen gar nicht abgesagt. Habe ich recht? Du weißt doch, ich liebe Spiele. Und du bist ein wirklich amüsanter Gegner. Mehr nicht. Eifersucht, dass ich nicht lache. Na, wie schön. Wenn du es so sportlich siehst, dann könnten wir die körperlichen Aktivitäten ja gleich fortsetzen, hm? Ja, das könnten wir tun. Solange du dich an meine Regeln hältst. Susanne, ich will mich nicht einmischen, aber ich finde, die Kleine hat ein Recht. Hat Susanne sich gemeldet? Ich hab... Ach, da bist du, ja. Oh. Ist was passiert? Nein, keine Sorge, Elisabeth und ich haben nur was besprochen. Ich erklär's dir später. Hallo. Du musst Paul sein. Willkommen in Deutschland. Du siehst ja noch genauso aus, wie ich dich in Erinnerung habe. Im Gegensatz zu dir bist du eine richtige Schönheit geworden. Wir haben ein Geschenk für dich. Na, es ist nur eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Ihr seid hier. Das ist schon mal gar keine Kleinigkeit. Vielen Dank. Wo warst du denn so lange? Hallo Bernd, bitte setz dich. Ich habe veranlasst, dass alle Anrufe überprüft werden, die am Mordtag in der Holding eingegangen sind. Zumindest hoffe ich, dass man das nach so langer Zeit noch feststellen kann. Ach komm, vergiss es. Reichst du die Nummers auf der Liste, da wette ich mit dir. Dann hat deine Sekretärin die Wahrheit gesagt? Misstraust du mir jetzt auch noch? Nein, aber es sieht nicht wirklich gut aus. Wie komme ich denn aus der Sache wieder raus, hm? Wie? Ich werde die Zeugin ins Kreuzverhör nehmen. Aber sie war verdammt glaubwürdig. Ich sag's wirklich ungern, aber nach dieser Aussage weiß ich wirklich nicht mehr, wie ich dir helfen soll. Es spricht alles gegen dich. 15 Jahre. 25. Und die musst du absitzen. In diesem Fall gibt es keine Bewährung. Es gibt nur eine Lösung. Du musst dich schuldig bekennen. Moment mal. Ich soll einen Mord gestehen, den ich nicht begangen habe. Sag mal, du tickst doch wohl nicht richtig! Bitte mäßigen Sie sich. Es ist alles okay. Vielen Dank, danke. Ja, bitte, setz dich hin und hör mir zu. Du musst aussagen, dass dich Rush massiv bedroht hat wegen dieser Schwarzgeldsache. Er ist kein unbeschriebenes Blatt.
Du hattest Angst um dein Leben. Panik. Blackout, hm? Nein, dafür war der Mord zu gut geplant. Du warst in einer emotionalen Ausnahmesituation. Ja, und dann? Bist du spätestens nach 15 Jahren draußen, bei guter Führung, früher. Sag mal, gibt's denn überhaupt keine andere Möglichkeit? Nein. Lars, ich bin unschuldig. Unschuldig. Lass es klingeln, ja? Gregor, was gibt's denn? Ich wollte nur fragen, ob du Lust auf ein Bier heute Abend hast. Deine Freundin kannst du gerne mitbringen. Welche Freundin? Na, Tanja. Ach, die. Ja, weißt du, Tanja ist eher so eine Art Gespielin. Und die hat heute Abend sicherlich schon was vor. Du hast doch keine Lust, mit uns um die Häuser zu ziehen, oder? Nein. Gregor, es bleibt bei uns beiden. Ist auch besser so, dann zickt wenigstens keiner rum. Alles klar, bis später. Ja, bis später. Das bin ich nur für eine gefühlsduselige Kuh. Herr Vorsitzender. Lassen Sie mich raten. Sie wollen die Zeugin nochmal befragen? Nein. Mein Mandant möchte eine Aussage machen. Haben Sie Einwände? Ja, dann kommen Sie bitte in den Zeugenstand. Was passiert denn jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall musst du Bernd jetzt beistehen. Vanessa. Herr von Weinbach-Lahnstein, was haben Sie uns zu sagen? Entschuldigung, ich meine, der Sachverhalt ist so, Wollen Sie jetzt eine Aussage machen oder nicht?